Wir sind Alessandra und Björn. Das ist Woche 21 beim Overlanding in Südamerika. Seitdem wir die Insel Chiloé verlassen haben, regnet es ununterbrochen. Wir nutzen die Zeit und fahren einige Kilometer bis zur Stadt Valdivia. Auf unserem Weg Richtung Norden durchqueren wir das Gebiet der Ureinwohner Chiles und bewegen uns abseits großer Straßen auf der Vulkanroute. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wie das Wetter sich ändern kann. Also wir hatten gestern hier 10 cm tiefes Wasser auf der Straße. Es hat geregnet, also ohne Unterlass. Ich glaube, von morgens bis abends halt. Das war wirklich echt ein krasser Tag. Und heute Morgen richtig schön warm, also 15 Grad draußen, aber in Südamerika, wenn die Sonne scheint, wird es halt gleich richtig heiß. Wir fahren jetzt nach Valdivia, wollen uns auch die Stadt ein bisschen angucken. Und es ist natürlich total geil, dass heute so super Wetter ist und nicht noch so ein schrottiger Tag wie gestern. Valdivia ist zum einen für seine deutsche Brauerei bekannt. Das Bier Kunstmann ist in ganz Chile beliebt. Und zum anderen wird Valdivia immer wieder von Katastrophen heimgesucht. Die Stadt hat eine Geschichte von Zerstörung und neuen Anfang. An diesem Haus steht, dass die Straße vor dem großen Feuer von 1909 2 Meter höher gelegen war. Valdivia ist eine Hafenstadt. Und ja, eigentlich total schön gelegen und mit vielen alten Gebäuden. Aber Valdivia ist eigentlich dafür bekannt, dass hier das schwerste Erdbeben stattgefunden hat, was es jemals in der Aufzeichnung der Menschen gab. Also das Erdbeben hat hier, wie war die Magnitude? 9,5, ich glaube. 9,5, okay. Also mit einer Magnitude von 9,5. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also biggest one registered with instruments in the history of humanity. Genau, also wie ich gerade gesagt habe, das größte seit Aufzeichnung. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, in Japan das Beben, was diesen Tsunami ausgelöst hat, das waren nur 8,5. Also das ist schon so heftig, also dass man sieht hier auch überall diese Veränderung. Die Straße und das ganze Land hier hat sich über 2 Meter abgesenkt. Und Ecken, die vorher für Landwirtschaft geeignet waren, die sind jetzt eben mehr. Ja, und auch einige Straßen, die zeigen das hier mal an, da war die Straßenhöhe, also vor dem Erdbeben, einfach mal 2 Meter höher. Ja, auf jeden Fall total krass und interessant. Jetzt sind wir hier auf einem kleinen Markt, auf dem Weg zum Fischmarkt, und wir sind gespannt, ob wir die Seelöwen da finden. Auf den ersten Blick sieht dieser Markt wie ein ganz normaler Markt aus. Es gibt Fisch, lokalen Käse und Gemüse. Doch hinter den Fischen sitzen Kormorane und Geier. Darunter warten die Seelöwen auf die Köpfe der Fische, die sie dann genüsslich kauen. Ceviche on board. Das ist so dermaßen lecker. Das ist Ceviche. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Es ist entweder roher Fisch oder gekochter Fisch. Und jetzt in so einer sauren Soße mit Zitronensaft, scharfem Pulver, Zwiebeln und anderem Krautzeug. Jetzt ist es Lachs und was ist da noch drin? Also irgendein anderer Fisch. Total lecker. Oh, das ist so gut. Absolut lecker.
valley of peace. Spare my heart and I'll reach to the end of the road. Release me from the chains of my mind. Pain I cannot define pierces me all the way down. 'Cause all I ever want is you. Even sometimes I realize that nothing feels right. Only you, you give me heaven. Moin! Jetzt geht's weiter auf Richtung Norden, auf Richtung Pucón. Wir hatten ja eine bombastisch geile Nacht hier, also echt super cooler Ort. Am See, windgeschützt, alles geil. Aber es ist nachts so kalt, dass die Hunde schon unter der Decke pennen. Ruhe, aus Mali. Dass die Hunde schon unter der Decke pennen und wir wollen halt einfach endlich wieder Sonne. Und jetzt Richtung Pucón geht es Richtung Norden und dann geht es vorbei an einem aktiven Vulkan, der ist schneebedeckt, der sieht jetzt schon richtig geil aus. Sind wir schwer gespannt, was uns da erwartet. Ja, und das ist jetzt gar nicht weit, ich glaube es sind 1,5 Stunden Fahrt. Und dann war es das auch für heute, weil da soll es sehr schön sein, das wollen wir uns natürlich auch angucken. So, auf geht's. Baby, bist du fertig? Ja, fast. Können wir den Panzer starten, ja? Und ja. Algunas cosas. Esto es. Wow. Mote con cusillo. Ese es trigo y... Cusillo que es durazno. Ah, una fruta, Un durazno que la está pesca. envejecido. Ah, vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Hemos visto muchos carteles que hablan sobre no mineras. Ah, sí. ¿Qué buscan aquí? ¿Por qué quieren hacer las mineras? Sí, hay un sector de por allí en donde encontraron varios minerales. Dentro de los minerales que más habían era el oro y otros más. 4 minerales los que encontraron. Ah. Pero el que más abundaba era el oro. Aquí. ¿Y vosotros estáis luchando contra esto para no romper la naturaleza entonces? Ah, sí, pues. Bueno. Eso mismo estamos nosotros. Acá. Bien, buena suerte. Ok. Buena lucha. Chao. Vale, gracias. Chao, buen día. Chao, chao. Les vaya bien. Chao. Was eine Fahrt, ey. Also, echt eine voll coole Straße durch
die Mapuchenorte, also das waren unsere ersten indigenen Begegnungen sozusagen, also wo man wirklich denen auch richtig angesehen hat, dass die viel eher der indigenen Bevölkerung angehören. Und das war echt total schön. Jetzt stehen wir hier an einem glasklaren Fluss wieder mal. Glasklares Wasser, also echt richtig geil. Also traumhaft schön, traumhaft schön. Ja, und interessant war das ja auch, mit den Mapuche mal zu quatschen. Die haben ja überall diese Schilder draußen gehabt, von wegen keine Minen und Mineros, verpisst euch. Also sprich, die Minengesellschaften raus hier aus unserem Land. Wir haben mal gefragt, habt ihr ja gehört, also es geht um mehrere Mineralien, Gold, Silber, aber eben auch um Lithium. Also, ihr wisst schon, wir dürfen nicht mehr Indianer sagen, aber, um die zu respektieren. Aber dafür nehmen wir ihnen ihr Land weg weiterhin und beuten es aus, damit wir Elektroauto fahren können. Das ist so geil. Wir fahren Elektroauto, haben unsere Städte sauber und machen deren Land kaputt. Wir sind so gut. Es ist schier unglaublich. Naja, egal. Auf jeden Fall ein wunderschöner Ort. Jetzt gibt es was Leckeres zu essen. Ich habe nämlich richtig Hunger und wir haben noch richtig leckere geräucherte Wurst. Da habe ich so richtig Bock drauf. Boah, so lecker. So hammer geiles Brot. Brotzeit. Okay, wenn Ficho so. Ich brauche die Knarre. Alles fest? Alles fest. Schön. Für uns geht's weiter hier auf der echt matschigen Dirt Road. Also total krass. Es hat die ganze Nacht geregnet. Es ist alles weich, matschig, schleimig. Wir haben hier eine richtige Rallye und fahren hier zeitweilig mit durchdrehenden Reifen lang. Ja, egal. Warum lag ich denn gerade unterm Auto mal wieder? Warum muss ich schon wieder unterm Auto liegen? Naja, ganz einfach. Wir haben ja die Achsmanschetten gewechselt und dabei festgestellt, dass die Schrauben vom Set ziemlich scheiße sind. Deswegen haben wir die alten Schrauben gereinigt, richtig gewaschen mit Benzin, wieder hergerichtet und die wieder verwendet. Jetzt sind die aber beim letzten Mal aufgegangen. Also sprich, wir haben die ganz normal angezogen und dann sind wir wieder in die Werkstatt gefahren, weil es immer noch Geräusche gemacht hat. Und dabei haben wir gemerkt, die sind lose. Und jetzt liegt es daran, weil wir ja die alten Schrauben wiederverwendet haben, diese, oh, was für eine Brücke. Und diese sind aber ein bisschen länger. Das heißt, die stoßen unten an, schrauben aber von oben nicht fest. Dementsprechend muss ich die jetzt kontrollieren, jedes Mal nicht, dass die rausgehen. Wir haben jetzt noch mal so 600-700 Kilometer, dann habe ich wieder Platz zum Schrauben. Aber hier im Matsch will ich jetzt natürlich nicht zu viel machen. Und deswegen lag ich gerade unterm Auto, um zu gucken, ob diese Schrauben von der Achsmanschette fest sind. Mann, oh Mann, T3, ein niemals endendes, wie sagt man, ein Content Maker. Der T3 ist ein echter Content Maker.
Motorsport war ja nicht so schlimm. Also das war im Gegensatz zur Carretera Austral echt ein Witz. Also ein paar Schlaglöcher, aber nicht so viel Ripio, hat sich gut gefahren. Dafür schön matschig. Ja, das war eigentlich total cool und total wild. Also voll der Urwald, also echt super cool. Jetzt sind es noch 5 Kilometer, dann ist aber auch schon wieder Asphalt vorbei. Wir fahren hier nämlich gerade auf einer richtigen Straße. Und dann geht es ab in die Berge, ab in die Vulkane. Ja, mal gucken, wie es da ist. Also jetzt gerade ist es so bewölkt, wir können nichts sehen, überhaupt nichts. Aber morgen soll es total schön werden. Das ist also eine absolute Überraschung, was uns da erwartet. Ja, wir stehen mitten im Lavafeld, richtig geil und mitten in den Wolken, total abenteuerlich, richtig cool. Und morgen früh um 8 Uhr, Alexandra hat den Parkranger belabert. Also wir haben gehört, dass wenn man nur durchfährt und nicht wandern gehen will und zu so einem Aussichtspunkt will und auf der anderen Seite wieder raus, dann muss man keinen Eintritt zahlen. Und sie ist dahin und hat dem gesagt, also wir haben das gehört, wo haben Sie das gehört? Und sie halt im Internet. Naja, auf jeden Fall nach viel Gelabere und sie immer wieder nachgehakt, müssen wir morgen jetzt ab 8:30 Uhr kommen, denn ist er da, also der Parkranger, der bezirzt wurde. Und dann kommen wir da rein für Umme, sonst hätten wir wieder mal für Natur irgendwie 13 € zahlen müssen. Und ich mag das ja immer nicht, für Natur Geld zu bezahlen. Auf jeden Fall total fett, also das sieht schon richtig, richtig geil aus, also total surreal. Hier ist auch alles nur Lavaasche. Wir sind gespannt, wie das hier morgen aussieht, weil man kann nichts sehen. Also man kann wirklich absolut nichts sehen. So, es ist absolut vernebelt, aber der Stellplatz ist ja nun mal der Megatraum in den Wolken. Ja, das war ein kurzer Spaß, war zwar sehr schön da, aber wir wurden rausgeschmissen. Das war schon zu nah am Nationalpark dran und da gibt es irgendwelche Pflanzen, also die waren da auch überall, die Pflanzen. Und die darf man nicht betreten oder befahren oder, naja, auf jeden Fall, wir haben sie befahren und betreten. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Nein, nicht so schlimm. Haben ja auch nicht gemeckert, wir können ja immer mit denen reden. Und suchen uns jetzt einen neuen Platz, der soll auch schön sein und fahren dann einfach morgen wieder hoch, die 10 Kilometer. Also tragisch ist es auch nicht. Aber hier ist es auch schön. Wie gesagt, heute geiles Wetter und was eine Aussicht, ey. Wir sind jetzt hier auf 1200 Metern und die ganze Region hier ist eine Mapuche-Region. Wir haben ja, die Mapuche sind die Ureinwohner von dieser Region. Also in ganz Chile gibt es mehrere Ureinwohner, aber hier leben eben die Mapuche. Hier sieht man das denen auch noch echt an. Also vorher war ja Chile und Argentinien total europäisiert, kann man sagen. Und jetzt hier ist es echt urtümlich, also einzigartig.
Naja, und ganz lustig, wir wollten ja eigentlich ins Naturschutzgebiet und das haben wir uns jetzt gespaßt, weil da wurden wir gestern ja vom Ranger vertrieben und als wir dann unten standen, haben uns extra einen Parkplatz fast im Dorf gesucht, kam dann einer von den Mapuche eben an und sagte zu uns, ja, hier könnt ihr nicht stehen, das ist Privatbesitz. Das ist doch aber an der Straßenseite, wir sind schon total müde und er dann so, ja, aber hier kommen lauter Leute, wo wir nicht wissen, wo die herkommen und das wollen wir nicht. Ich habe ihm zu ihm gesagt, so, ich bin Deutscher, meine Frau ist Italienerin. Jetzt weißt du es. Und bitte gib uns die Erlaubnis, auf deinem Land stehen zu dürfen. Und dann hat er dann gesagt, du hast meine Genehmigung. Also konnten wir dann ganz gut schlafen. Und jetzt haben wir gesagt, wir fahren nicht in diesen Nationalpark rein. Ist ja schon wegen den Hunden immer ein bisschen kritisch. Ja. Und da haben wir gesagt, jetzt gibt es zu viele Faktoren, also das lassen wir. Und sind jetzt eben außenrum gefahren. Da gibt es eben diese Straße durchs Mapuchengebiet. Und eigentlich bin ich total glücklich, dass wir das machen, weil ja, sowas kriegt man ja sonst nicht zu sehen. So, und jetzt sind es noch 2 Kilometer auf der normalen Straße und dann geht es richtig ab über eine Dirt Road für die nächsten 55 Kilometer durch die Berge. Hoffen wir mal, dass wir das packen. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen, aber es geht nur in eine Richtung. Wenn der Tunnel aufgeht oder wenn die alle raus sind, können wir weiterfahren. Aber bezahlen müssen wir. Wir fahren weiter Richtung Norden. Uns treibt die Sehnsucht nach Wärme. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.